Es wird Zeit aufzustehen. Die Gänse kommen. Oh, hier im Schatten vom Zelt, da sehen wir noch etwas die Kälte der Nacht. So, der dritte Tag der Zusam Hindernis-Expedition bricht an. Bin mal gespannt, wie weit ich heute komme und wie viele Hindernisse drin stecken. Schauen wir mal, wie es läuft. Im Wasser drin, wir haben schon 10 Uhr, sehr spät losgekommen, aber ich habe mich erst rausgetraut, wo Google gesagt hat, plus 3 Grad. Und dann haben wir die beiden schön auf Kopf gesetzt. Ja, baut hier ein Hindernis auf, aber da kann man glaube ich an der Seite links vorbei. Da hast du die nächste Mühle und dann schauen wir, wie wir die umtragen können. So, die Mühle geschafft. Eine gut kurze Umtragung, können wir einfach schleifen wieder mal. Auch wenn so ein Gebiet durchging, Eltern haften für ihre Kinder. Da hat so ein schönes Sprungbrett zum Reinspringen. Und noch schön künstlerisch gestaltet. Darauf hier verdächtig, obwohl die Näher nicht so was Senkrechtes ist. Sicher ist sicher, nicht, dass ich es schaffe, den hinteren Stein da zu rammen. An denen wir vorbeikommen, aber vielleicht so gut. Und wenn ich das da treffe, lieber nicht. Jetzt haben wir einen Freund der Biber hier einen Ausstieg geschaffen. Heißes Kajak da runter zu kriegen. Umgangen das Ganze. Sicher ist sicher. Hat einer seine privaten Badegelegenheit gebaut, mit der Treppe zum Reinkommen und ein Häuschen zum Umziehen. No, es ist wieder soweit. Eine Sperre. Mein Biberausstieg. Da legst du die nieder. Die letzte Ackerfurche ist nicht im Wasser. Kann gut sein, dass der Biber diesen Randstreifen erzwungen hat, weil hier ist echt Biber ungemütlich. Und da vorne hat es eine Delle, da hat man irgendwas vom Bibermäßig eingebrochen. Und die nächste Biberröhre dient dann wieder als Einstieg. Die nächste Sperre überwunden. Aber wenn ich nochmal die zusammen mache, dann nehme ich eine Kiste Sprengstoff mit. Dann geht das einfacher.
Ja, noch richtig vollen Gegenwind. Aber Gott sei Dank Schleifsicht ist so, das werde ich lange anhalten. Und wieder. Wenn ich Glück habe, kann ich mich da links außen durchzwängen, wenn ich wieder ganz reinlege. Ich glaube aber, das Loch war es zu eng. Hier wäre ich in der Säge wäre es gegangen, aber so, nee. So, also mal schauen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Nachdem wir einen Tritt unten noch ausgebaut habe mit Fersen, da ich ein bisschen nach hinten gestanden bin, hat es ganz gut geklappt. So, dann nochmal das Hindernis und auf geht's zum nächsten Hindernis. Also dieses Abschnitt hier ist ganz schön viele drin. Rastplatz beim Tusam-Radwanderweg. Ja, hier wollte die Tusam scheinbar ausbrechen. Höllische Obacht geben. Es rauscht gut. Ja, ich habe es auch überlegt, Sicherheit geht vor. Ich gehe es doch umtragen. Wo ich mir Mühe gemacht habe, da weiter zu laufen, so ab der Hälfte vom Weg haben wir ein verdächtiges anderes Rauschen. Da ist nochmal ein Hindernis und da komme ich auf der rechten Seite auf keinen Fall vorbei. Weil ich hier dann einboot, dann gleich wieder raus, gehe hier wieder zurück und will doch schauen, dass ich hier irgendwo rauskomme. Anders geht's nicht. So, umtragen vom hinter dem Haus. Habe ich es gut wie geschafft, bin da. Auf Steinbänken keine Pause gemacht und weiter geht's zum nächsten Hindernis. Ein richtiges Insellabyrinth dahinter. 2 Stück. Anlage für Boote? Jetzt liegt sie aber nieder. Gerade so schön und jetzt das. Funktionieren. Hier ein bisschen im Wasser drin, wenigstens kein Ast da. Da kann ich einfach rüber ruckeln. Jawohl, das geht. Oh, es kommt. Oh. Ja, es läuft. Triumph der Faulheit. So, und wieder frei. So einen richtig fetten Biberbau. Das ist das Schönste der ganzen Tour bisher.
Ein richtiges Monsterbauwerk. Jetzt hat sie ein Mühlraddenkmal. Vielleicht sieht man es noch mal besser. Die ganze Baumparade im Wasser. Aber ich glaube, die kommen wir vorbei. So. Genau, links geht's. Bei einem Fußballplatz da mit einem ganz berühmten Jägermeister Party stattfindet oder was das ist. Diese Flaschen hat seitdem andauernd drin. Jetzt nähern wir uns zur nächsten Mühle. Ups, die hat sogar ein Sägewerk dabei. Ja, schauen wir mal, wie wir die umgehen. Der Plan sieht gut aus. Da kommen wir auf jeden Fall mal raus, ganz nah dran. Da müssen wir schauen, wie wir reinkommen. Ja, ist hier sogar ganz nobel. Mit einem Haken, wo man das Boot festmachen kann. Ja, umwunden die Mühle. War einfach so wieder. Beim nächsten Hindernis ist Schluss. Wir sehen uns in der Donau. Mühlen zählen nicht. Der ist gerade voll erschrocken, wo sie mich gesehen haben. Einen Kajakfahrer haben sie wohl nie gesehen, aber natürlich kaum mal die Kamera gezückt, haben sich wieder beruhigt. Er hat voll richtig Panik gekriegt. Ich scheine mir die nächste Mühle zu nähern. Sieht fair noch aus. Wir haben nicht weit gekommen zur nächsten Mühle diesmal. Das ist zum ersten Mal, dass ich vorher gewarnt werde. Ein Wehrabsturz. Psychologisch. Aber das habe ich an der Schmutter auch geschafft. Ich bin ja gespannt, ob es klappt, so beim Hindernis auszusteigen, was keine Mühle ist. Kann gut sein, da jetzt gewarnt wird, vielleicht ist jetzt eine Strecke, die öfters befahren wird. Schauen wir mal, vielleicht hat es keine Hindernisse mehr drin. Weil ein hundsgemeiner Wehrabsturz kommt. Ich reize es, da hinten rein zu paddeln, aber gehe ich mal die Biberabsperrung akzeptieren. Schon so seit der vorletzten Mühle hat sich kräftig verändert. Man ist eigentlich sofort im Staubereich drin und die Schleifen werden immer sachter. Schön altarm. Ja. Da habe ich schon gerade eben die ersten Gänseküken gesehen. Ja. Schweren Herzens drehe ich um. Das ist eine fette Anti-Putin-Anlage. Da kann man sehen, hier ist 29, vorhin war 30 kurz hinter der nächsten Mühle. Hier scheint so alle Kilometer eine Mühle zu haben. Hier ist das nicht. Da kommt wieder das Gefahrenabsturzschild da. Da ist Häuser. Nehmen wir an, da ist hier eine Mühle. Da geht über einen Umgehungsgraben. Ich glaube, den kann ich nicht rein. Der sieht doch arg flach aus. Aber diese Mühle hat wieder ein schön altes Mühlrad dran hängen zur Zierde. Ja,
Ja, fahren wir wieder vor zur Mühle und gucken, wie wir da rauskommen. Ja. Also ohne Lokströmung finden die Fische da vorne den Eingang da garantiert nicht. Aber schauen wir mal. Ups, das war du. Da ist schon ein Brötchen davon. Ja, Quatsch, hängt an der Leine. So, das ist die Mühle. Interessant ist, die scheint einen Schneckenantrieb zu haben. Haben wir 18 Uhr und jetzt schauen wir uns da doch was zum Übernachten finden, auch wenn vielleicht kein Baumhindernis kommen sollte. Die Lokströmung dürfen die Fische finden. Hier ist ein Stau, da hat es ein kleines Steinwurf, wie es man nennt. Gut fahrbar aus, aber ich mache schon alles dicht. Hat geklappt. Leicht schräg fahren, von hier aus leicht schräg links. Aber hat gut geklappt. So hohe Wände wie das hat, dann kann es auch bis zum nächsten Wehr ein bisschen dauern. Da ist eine kleine Stromfälle drin. Es gibt ein richtig rasantes Stück, wie es so ausschaut. Das ist das geradeste Stück, was ich bisher gehabt habe, dicht bis zum Horizont. Wow! Da ist immer so kleine Stromstellen drin. Aber nichts Dramatisches. Da fahre ich ein bisschen langsamer hin. Das ist höher. Sieht nach einigen Arschaufsetzern aus. Ohne wird es nicht gehen. Mit 2 Aufsetzern bin ich glücklich drüber gekommen. Das ist deutlich. Jetzt hat sie echt ausgekurvt. Jetzt wird sie doch immer gerader. Hier ist cool, mit cool wäre ohne Schlafsack genau auf dem Brett da schlafen. Aber das mache ich dann doch besser mal nicht. Also wieder Obacht geben. Das hat doch ein ganz schönes Höhenunterschied. Sieht auch noch eine gut fahrbare Rampe aus. Sieht auch ganz gut im Schwall fahren. Einen Aufsetzer ganz am Schluss, am Hintern. So, da hast du den nächsten Absturz, aber nur seichten. Und mal schauen, ob uns der Baum da drin nicht die Rinde versperrt. So, jetzt bin ich da 2 Jahre lang zusammen Radweg nicht gefahren. Da ist der Rastplatz. Die haben das eine heftige Monsterwehr rausgenommen. Der Baum war sogar von Vorteil. Der macht die Rinne richtig voll Wasser. Kann man sich täuschen. Es schaut anders aus, wenn man im Wasser ist. Da hat es noch einen Rastplatz. Da ist das Monsterteil. So, ich bin bis Sonntag gekommen. Ja, hat wieder gepasst. Dann wieder ein paar Baumhindernisse drin. Aber habe ich gedacht, super. Aber dann kamen sie. So, jetzt seit 2 Mühlen ist viel Geräder. Und es wird auch vor Mühlenwehren gewarnt. Und ist auch hier von einem Absturz da vor mir. Okay, schau mal, wie weit die morgen noch kommen. Vielleicht schaffe ich noch Wertheim. Gucken wir mal.